So, da wären wir wieder. Und jetzt gehen wir zum Kutscher. Der hat, glaube ich, das Archiv, wenn ich Watson da irgendwie richtig verstanden habe. Oh, oh, da ist was. Oh, Kratzer. French wine. A remarkable vintage. These bottles are too expensive for a station master's wage. They were likely taken from the parcels. Shameful. Ja, unerhört. Der Alkohol hier. Vielleicht kann uns eben der Bahnhofsvorsteher noch irgendwas erzählen. You have quite a number of dirty tools lying around here. Ah, yes. Well, thank you for reminding me. I should clean them. Although, might be easier to put them outside. Seems it might start raining soon. I meant, what were they used for? Some workers come here and borrowed them from me. They wanted to lift the edge of the railway to one of the stations on the line, so that the water wouldn't come in too close. Who were these workers? Well, they didn't seem to be from the company, but they was fine lads. They invited me to share a drink, and whatever it was, it had a kick to it. They wasn't English. No, I don't believe so. But see, they knew just what a man needed to brighten up his dull evening. Gut, das haben wir jetzt aus dieser Unterhaltung gelernt. Nicht wirklich viel, aber naja. Nee, da wollte ich nicht hin. Sondern... Holmes, how is it even... Halt dein Maul. Archivkoffer nach alter Karte suchen. Now we have two maps. We must... Okay, wir müssen den Weg finden. Ich muss mit... Warte mal. Die Bahngleise, die verloren... Ah, hier haben wir es. Here it is. There is a side branch to the railway. Its first switch is located between Bridlington and Chesterfield stations. There is one more station to be visited. It is located between Chesterfield and Evesham, and there should be a side railway to the nearby quarry. There is a small section of a railway at the end of Evesham station. This suitcase contains my archives. We can consult with it if needed. Okay. Schauen wir noch mal kurz in unser schlaues Buch. Wir haben Versicherungsschein mit dem... Ah, den könnten wir beim Dings erfragen. Deswegen gehen wir noch mal kurz nach Bridlington und quatschen dort mit Mr. Robinson und bei dem erfragen wir eben mal diesen Versicherungsschein, was es denn mit diesem Ding auf sich hat, und dann gehen wir weiter zu dieser Abweiche und gucken uns da mal ein bisschen um. Also wir sind da schon einer großen Sache auf der Spur. Wenn dieses Ding wirklich gefälscht worden oder halt vorgetäuscht worden ist, dann kann es sein eben, dass diese Räuber im Prinzip eben diesen Zug entführt haben und diese ganzen reichen Leute drin gelassen haben, um sie dann auszurauben oder vielleicht auch noch umzubringen, keine Ahnung. Da bin ich gespannt, aber wir wissen immer noch kein Stück, wer wirklich diese Täter sind. Deswegen gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Mr. Robinson, ich hätte da eine Frage. Nachdem der Ladebildschirm da war. According to this document, you have insurance for your prototype. Oh, thank God. Where did you find it? Near the telegraph station. I must have lost it when I tried to send a message, which I was prevented from I doing. apologise for that, but regulations state that public access to the telegraph is strictly prohibited. Upon my word, you keep on digging that hole of yours. You have no idea who I am. I see that you kept your grip sack with you.
Why don't you leave it in the luggage room? I've had other things to think about. I lost my prototype. And this idiot station master just stands here doing nothing to help. Oh, but... Well, that won't do at all. Station Master, I believe that the regulations state that any passenger luggage should be taken to the luggage room. I'll do it right away, sir. Sorry, sir. This Gibt uns die Robinson is Möglichkeit, quite das a Ding anzuschauen. character. We should learn more about him. Okay, wir sollen also uns gleich nochmal die Eisenbahnabweiche da angucken. Im Innengepäckraum. Railway post bags. Jetzt schauen wir uns mal an, was in dieser Tasche wirklich ist. This gripsack belongs to Mr. Robinson. I think we should open it, Holmes. This is what they call force majeure. I'll keep watch. Of course. Gut, das nächste. Schloss. So. Hä? So, ich orientiere mich jetzt einfach nach diesem Streifen da auf der ganz rechten Seite. So. Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Look, Watson, a bundle of contracts. Very suspicious. We should study them carefully. An exclusive sales contract. Ein Exklusivvertrag. Mhm. Mr. Robinson is the seller. Sonst noch irgendwas Wichtiges hier? Vielleicht die Unterschrift oder irgendwas? Nee. Blättern wir mal eins weiter. Yet Exklusivvertrag. another exclusive sales contract. So exklusiv ist er ja wohl nicht mehr, wenn es davon schon zwei Mr. gibt. Robinson is the seller. Auch hier wieder genau das gleiche. Yet another Exklusivvertrag. exclusive sales contract. Mr. Robinson is the seller. So, und der nächste bitte. Yet another Exklusivvertrag. exclusive sales contract. Mr. Robinson is the seller. Gut, Well, super. it is very clear that this Mr. Robinson received prepayments from various people for his machine. Okay, wir haben jetzt nochmal einen Hinweis. So, wir haben hier einmal herausgefunden, dass Robinson Opfer ist. Der Verlust des Prototyps ist eine Katastrophe für Mr. Robinson. Auch wenn er den Betrug geplant hat, hat er viel mehr verloren, als er entschädigt werden könnte. Die Versicherung deckt nicht mehr den Gesamtwert der Maschine. Oder er hat ein Motiv aufgrund der Versicherung und von mehreren betrügerischen Exklusivverträgen wird der Verlust des Produkts eine hohe Geldsumme einbringen. Das glaube ich nämlich eher. Aber das würde nichts mit den Chilenen, also würde keinen Sinn machen, was die Chilenen angeht. Deswegen lassen wir hier mal das so. Wir lassen es einfach mal so, wie es ist, da stehen. So. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt weiter. Das Nebengleis zwischen den Bahnhöfen von Chesterfield und Evesham. Okay, dann gehen wir hier nochmal hin. Zu diesem Bahnhof und gucken uns da mal um. Keine Ahnung, was uns da erwartet.
So, dann bin ich jetzt mal gespannt, was uns hier erwartet. Doncaster Train Station. Die Doncaster Train Station. Was erwartet uns hier? Was erwartet uns hier? A funny character. He looks anxious. And Alles klar. he is not an Englishman. Chilene. Er war der Chilene. This scent is familiar. Auch nicht schon wieder so ein Bilderscheiß. Das gehört also irgendwie so hin. Hä? Es soll dann irgendwie einen Hut darstellen oder sowas. Irgendwie. Was bringt dieser Rauch? Hä? Egal, ich hasse es. Wir lassen A es sein. greenish brown cigar with a strong aroma, a hint of peppermint. Ricardo. You already know the name of this man? Holmes, you amaze me. No, Watson, I refer to the cigar. It is a Ricardo Tarrant, a Mexican cigar of an excellent quality. Quite an expensive one, too. This ashtray is full of ash and cigar stubs. Apparently, there was a conflict between the Mexicans and the Chileans. Oh je, oh je. This ashtray is full of a greenish-brown cigar with a strong aroma. These ashes and cigar stubs are similar to the one that we found on the floor. Some of the stubs were recently smoked. There are others that appear fairly old. That means that the fellow spent several days here. Judging by his clothes, he's hardly a traveller or a tramp. Well concluded, my dear fellow. A man who smoked the Ricardo brand of Mexican cigar spent several long days at Doncaster Station. Das kann ja wohl nur der Typ gewesen sein. Aber mehr dazu erfahren wir dann in der nächsten Folge. Wir haben schon wieder fast 14 Minuten auf der Uhr. Bis dann und ciao.